aus l'Aldea im Ebro-Delta. Eigentlich wollte ich gar nicht hierher kommen, aber meine extrem netten Nachbarn, von denen ich mich verabschiedet hatte, in Cambrils, hatten mir vorgeschlagen, ich sollte l'Aldea kurz besuchen, weil es sowieso auf meinem Weg liegt. Die besondere Stärke dieses Stellplatzes hier ist, er ist anscheinend kostenfrei, ist sehr gut besucht, auch sehr viele Deutsche hier und liegt am Via Verde del Delta dell'Ebre, also der grüne Weg am Ebro-Delta. Das ist ein ehemaliger Track von einer Eisenbahn, also die keine Steigung mehr als 4% hat aus diesem Grund und ein sehr schöner Wander- und Fahrradweg umgewandelt wurde. Das ist, glaube ich, die größte Stärke davon, weil der Ort l'Aldea mit D, nicht T, ist nicht umweltbewegend, muss man mal sagen. Etwas industriell aussehend, etwas verlassend aussehend. Es gibt aber einen Supermarkt am Ende des Ortes, wo man samstags bis um 4 Uhr anscheinend noch einkaufen kann. Morgen ist Sonntag, morgen ist geschlossen und es soll an eine Bar gehen. Das sind aber, glaube ich, alle Attraktionen von l'Aldea und ich werde aus diesem Grund wahrscheinlich auch nicht lange hier bleiben. Wir haben uns noch kurz was zu essen gemacht und werden dann gleich weiterfahren. Brian hat es hier für eine kurze Runde gefallen. Ivo hat das gar nicht mitbekommen, da er die ganze Zeit schläft. Ich versuche mal die Kamera kurz rumzudrehen, damit ihr mal seht, wie der Kater hier. Ivo, du verpasst was. Sind deine Zuschauer? Hallo. Ivo, mach mal das Auge auf. Ah, dir geht es aber gut, ha? Auf Kissen und Decke zu liegen. Ist das schön? Prima. Das war also Ivos Beitrag für die heutige Videoaufnahme hier in l'Aldea, wo jetzt gerade die Sonne aus den Wolken herauskommt und auch auf dem Parkplatz hier ein reger Verkehr herrscht, deswegen ich ja dann auch nach drinnen gegangen bin. Aber es ist angenehm hier, sind sehr, sehr nette andere Camper hier, aber so mein Platz zum Fotografieren ist es nicht unbedingt. Deswegen, wie gesagt, werden wir dann auch gleich weiterfahren. Ich möchte euch den Platz trotzdem empfehlen, weil manchmal ist es einfach nett, andere Leute kennenzulernen. Hier war eine sehr junge, nehmen wir mal an, YouTuberin, die ein Jahr unterwegs ist und die einen älteren Herrn dazu gebracht hatte, die Propangasflasche für sie umzufüllen, was ich ein bisschen skeptisch beobachtet habe, aber die beiden schienen genau zu wissen, was sie tun. Wer bin ich da zu sagen, dass das nicht richtig ist? Mir wurde aber schon mal gesagt, dass das relativ gefährlich sein könnte. Gut, ich stehe aber 3 Plätze davon entfernt, also kann ich nur hoffen, dass wenn was passiert, oder es müsste ja eigentlich schon vorbei sein, weil die haben die obere Gasflasche mit Heißwasser gewärmt, die untere Gasflasche mit kühlen Handtüchern gekühlt und wollten so einen Temperaturunterschied bringen, damit das Gas schneller von oben nach unten fließt. Die Flasche war in einem Baum und hat natürlich auf dem Kopf gehangen, die andere unten mit dem Schlauch verbunden. Sehr interessant, das manchmal, was man alles so sieht. Man kann sehr schön hier wandern auf diesem Via Verde, dem grünen Weg, der die große Touristenattraktion hier für den Platz zu sein scheint, denn es sind circa, ich würde mal schon sagen, 20 Wohnmobile hier, zum Teil mit Anhänger, sehr große Wohnmobile, sehr luxuriöse und denen scheint es hier sehr gut zu gefallen. Wir wollen uns weitermachen und mal sehen, ob wir irgendwo ein bisschen mehr Vögel sehen als hier, obwohl man hier auch sehr viele gehört hat. Tschüss, buenas tardes, hola!